Hallo und herzlich willkommen an alle Modellbahnfreunde und Modellbahnfreaks auf YouTube. Herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal bei Kuvenau. In dem heutigen Video möchte ich euch einfach mal anhand von meinem ET65 zeigen, wie wir einen Log-Sound-Decoder programmieren und konfigurieren. Meistens bekommt man in einem Spielwarenfachhandel ja bloß die Leerdecoder, die sind vorrätig. Die Decoder mit dem Log-spezifischen Sound, die müssen dann normalerweise erst bei ESU bestellt werden. Von daher macht es durchaus Sinn, die Teile selbst zu programmieren, dann ist man wesentlich schneller. Alles in allem habe ich die komplette Konfiguration jetzt in ein Video gepackt. Ich habe euch unten in der Videobeschreibung so Timeline-Markierungen reingestellt zu den einzelnen Kapiteln. Ja, heißt also, wenn euch ein Kapitel jetzt nicht so gefällt oder euch nicht so zusagt oder ihr nur einen Teil von der Konfiguration sehen möchtet, dann könnt ihr da unten über diese Navigation relativ schnell weiterspringen. Und damit wir jetzt auch nicht zu viel Zeit verlieren, spare ich mir jetzt das weitere Anfanggelaber und wir legen auch gleich los. Ich habe den Log-Programmer schon mal wieder geöffnet und als erstes, obwohl ich es ja das letzte Mal schon gemacht habe, werde ich auch dieses Mal wieder den Decoder einfach mal auslesen. Dadurch stelle ich auf jeden Fall einfach mal sicher, dass der Decoder auch antwortet, bevor ich dann irgendwas anderes mache. Was man hier unten jetzt schon sehr schön erkennen kann, ist, dass er beim nächsten Upload, wenn ich also die nächsten Parameter upload, würde er mir die Decoder-Firmware aktualisieren. Das ist eigentlich so ein ganz normaler Standardfall. Bevor ihr jetzt irgendwelche Konfigurationen an dem Decoder überhaupt vornehmt, solltet ihr immer erstmal die Ziel-Sound-Datei, also die Sounddatei, die zu eurem Fahrzeug passt, die solltet ihr als erstes mal auf den Decoder schreiben. Wo kriege ich die Dateien jetzt her? Ja, das ist eigentlich nichts einfacher als das, denn im Prinzip brauche ich nur auf die Homepage von ESU zu gehen, dann unter Download und hier gibt es die Geräuschdateien, da gehe ich drauf, ich habe in dem Fall einen Log-Sound V5 Decoder, dann gehe ich auf Log-Sound V5. In den allermeisten Fällen haben wir ja europäische Geräusche, gut, nordamerikanische Geräusche und so weiter gibt es dann auch noch. Wir gehen aber hier jetzt mal auf europäische Geräusche, dann kann ich hier oben noch ein bisschen filtern, nach was für eine Art von Lok das ist. Ist es Dampf, Diesel, elektrisch? Sonst kriege ich hier einfach alles angezeigt. Ne? In meinem Fall ist es jetzt elektrisch. Und ja, Länder könnte ich jetzt auch noch auswählen, aber mir reicht es jetzt mal. Und jetzt scrolle ich einfach mal hier runter und sehe hier relativ schnell mein ET85. Ich kann dann hier noch aufklicken, da habe ich vielleicht nochmal ein Demo-Video und sehe nochmal, ja, was hat denn der hier alles für Geräusche? Ja, das sehe ich dann auch nochmal. Und dann gehe ich hier einfach auf Download. Download meine Projektdatei. Wenn man es richtig klickt, dann geht es auch. Dann muss ich natürlich noch ein paar Lizenzvereinbarungen akzeptieren, das notwendige Übel halt, ne, was wir immer so machen müssen. Ich sage auf Download. Er lädt mir jetzt meine Datei herunter. Jetzt kann ich hier noch auf Ordner öffnen gehen. Und dann sehe ich hier mein Soundprojekt. Also so einfach ist es eigentlich. Am besten, ich merke mir jetzt den Ordner, wo meine Sounddatei liegt. Oder ich tue sie halt in irgendeinen Ordner kopieren. Ja, das liegt dann an mir, was ich mache. Ich lasse jetzt einfach mal da liegen, gehe dann in meinen Log-Programmer und sage öffnen, Projektdatei öffnen. Gehe in dem Fall bei mir auf Downloads und habe hier meine Projektdatei, die öffne ich einfach mal. Voila! Und hier sehe ich jetzt sind meine ganzen Sounddateien. Und diesen Sound muss ich natürlich jetzt als allererstes mal auf das Fahrzeug übertragen. Und ich sage es euch gleich, das dauert richtig lange. Also macht es nur, wenn ihr wirklich viel Zeit habt oder stoßt das Ganze an und macht irgendwas anderes, weil das dauert wirklich mega lange. Das werden wir jetzt auch gleich mal machen. Dazu gehe ich hier drauf, Sounddaten schreiben. Und ihr seht schon, ja, das kann sehr lange dauern. Also da werden wir jetzt eine ganze Zeit warten müssen. Jetzt schreibt er erst nochmal die Decoder-Daten und jetzt schreibt er Sounddaten.
Und da das jetzt wirklich wahrscheinlich sehr, sehr lange dauern wird, mache ich hier mal einen Break und wir sehen uns wieder, wenn er fertig ist. Eben hat es ja noch geheißen, naja, das kann eine halbe Stunde dauern. Tja, bei mir hat es jetzt eine ganze Dreiviertelstunde gedauert, bis die ganzen Sounddaten auf dem Decoder waren. Auf jeden Fall ist jetzt mal der richtige Sound drauf. Und jetzt gucken wir erstmal, wie der sich so anhört, würde ich sagen, ne? Bevor wir weitermachen. Da gehen wir mal auf Führerstand und gehen einfach mal auf Go. Und dann schalten wir doch einfach mal den Sound ein. Das hört sich ja schon mal nicht schlecht an. Achso, ja. Zum Personenzug einsteigen, Türen schließen, Abfahrt. Okay. So viel erstmal zu dem Ganzen, was jetzt schon alles geht. Nachdem jetzt die Sounddatei drauf ist, ich habe euch ja auch schon mal so eine kleine Probe gezeigt, wie das Ganze klingt, ne? Können wir jetzt endlich an die Konfiguration von unserem Decoder gehen. Und das machen wir jetzt einfach mal Schritt für Schritt, so wie es hier halt im Menü dargestellt ist. Ich zeige euch jetzt auch wirklich mal nur die wichtigsten Einstellungen, weil ich sag mal, natürlich kann ich an dem Decoder wahnsinnig viele Einstellungen machen. Da könnte ich, glaube ich, 20 Videos drüber machen, über die Einstellungen. Aber ich zeige euch jetzt einfach mal nur das Wichtigste, wo es wirklich drauf ankommt. Und alles andere, ja, mal sehen, ob ich da irgendwann mal noch ein Video mache. Ja, also das Wichtigste ist auf jeden Fall mal unsere Log-Adresse. Ja, da können wir dann wählen, was will ich, kurze oder lange Adresse. In meinem Fall ist es die kurze, ich will die 85 für das Fahrzeug haben. Das war es dann eigentlich hier auch schon. Das hier unten machen wir jetzt mal nicht. Dann gehen wir auf Analog-Einstellungen. Ja gut, analog. Da ich nie analog fahren werde mit dem Fahrzeug, mache ich eigentlich da gar nichts dran. Ich lasse einfach die Einstellungen so, wie sie sind. Die Bremseinstellungen. Ja, ABC-Bremsstrecke habe ich auch nicht, brauchen wir jetzt auch mal nicht machen. Die HLU-Einstellung brauchen wir nicht machen. Den Bremsmodus bei konstanter Gleichspannung brauchen wir nicht. Selectrix, konstanter Bremsweg. Ja, die ganzen Konfigurationen brauchen wir jetzt eigentlich auch erstmal nicht. Weil wir werden gleich sehen, es gibt nämlich noch woanders dann eine Bremseinstellung. Auch DCC, ich lasse einfach mal die Railcom-Rückmeldung, Railcom Plus lasse ich auch an. Das lasse ich auch alles so, wie es ist. Die Fahreigenschaften, da geht es jetzt los. Bei Fahreigenschaften können wir jetzt die Beschleunigung, die Verzögerungszeit einstellen. Und das ist jetzt hier relativ wichtig. Hier haben wir jetzt halt die Zeit vom Stillstand bis zur Höchstgeschwindigkeit. Das lasse ich so, wie es ist. Ja, das sieht jetzt gut aus, 12,5 Sekunden, das passt. Bei der Bremsverzögerung, die ist ja aktiv. Und hier haben wir jetzt eine Zeit von der Höchstgeschwindigkeit bis zum Stillstand von 11,25 Sekunden. Hier ist es jetzt so, wenn ich digital fahre ohne Computersteuerung, kann ich diese Einstellung ohne Probleme lassen. Dann will ich ja auch, dass der Zug, die Lok langsam herunterbremst. Ja, ich will ja nicht, dass die Lok sofort stehen bleibt. Fahre ich allerdings mit einer Computersteuerung, dann übernimmt ja der Computer das Bremsen der Lok. Ja, der Computer berechnet ja dann eine Bremsrampe und anhand dieser Bremsrampe bremst er ja meinen Zug ein.
Ne? Oder hält mein Zug an halt dieser Bremsrampe. Und da ist es dann so, dass halt solche zusätzlichen Verzögerungszeiten eigentlich mehr nur noch ein Hindernis sind. Ja? Deshalb gehe ich bei mir immer her und fahre diese Verzögerungszeit sehr, sehr weit runter. Ja, also ich mache die nicht ganz auf 0, ich mache da maximal so vielleicht 1,5, 1,25 Sekunden. In dem Bereich bewege ich mich. Warum setze ich das nicht ganz auf 0? Naja, das ist relativ einfach. Wenn wir mal gucken, wir senden, je nachdem, was unsere Zentrale sendet, senden wir zwischen 28 und 128 Fahrstufen. Der Decoder kann natürlich den Motor noch viel, viel feiner regeln, wie jetzt 28 oder 128 Fahrstufen. Ja? Der Decoder kann da wirklich viel, viel feinfühliger nochmal regeln. Setze ich den Wert jetzt komplett auf 0, dann nimmt quasi mein Decoder genau die Werte, die er über das DCC-Protokoll gesendet kriegt und setzt die 1:1 um. Also ich habe ein relativ hartes Anhalten. Stelle ich aber noch eine geringfügige Verzögerungszeit ein, dann berechnet mein Decoder zwischen jeder Fahrstufe Zwischenschritte und fährt diese Zwischenschritte einzeln ab. Und somit kriege ich ein viel feinfühligeres Anhalten. Aus dem Grund lasse ich eine gewisse minimale Verzögerungszeit noch aktiv. Und wenn wir mal gucken, das ist von der Höchstgeschwindigkeit bis zum Stillstand mit 1,25 Sekunden. Ja, das ist wirklich nicht viel. Das merkt ihr in der Realität gar nicht mehr. Aber es hat trotzdem noch eine Auswirkung. Also, deshalb gehe ich hier relativ weit runter. Dann haben wir hier den Reverse-Betrieb. Wenn ihr zum Beispiel jetzt merkt, nachdem ihr das Fahrzeug das erste Mal laufen lasst, ups, ich habe alles gerade um 180 Grad verdreht angeschlossen, ja, also rechts und links vertauscht und was weiß ich. Ja, dann könnt ihr quasi hergehen und könnt sagen, mach einfach den Reverse-Betrieb rein, dann ist quasi ab sofort normal rückwärts, vorwärts und vorwärts, rückwärts. Ne? So einfach ist es. Ich habe das nämlich gemacht, ich habe alles vertauscht, deshalb tue ich das gleich aktivieren. Trimmen, das interessiert mich jetzt erst auch mal nicht, das brauchen wir momentan auch nicht, das lassen wir alles. Die Lastanpassung, die brauche ich auch nicht, die lasse ich auch mal so. Das wäre dann quasi auch mal so eine Erweiterung. Genauso Getriebeausgleich und Powerpack. Lassen wir auch erstmal einfach so. Fahrtrichtung speichern beim Analogwechsel, analog zu Digitalbetrieb brauche ich auch nicht. Ich fahre nur digital. Und die Anfahrverzögerung bei aktivem Fahrgeräusch, die lassen wir auch drin. Im Prinzip lassen wir das alles so, bis auf die paar Einstellungen. Die Funktionsausgänge und die Funktionseinstellungen und die Funktionszuordnung, die überspringen wir jetzt erstmal. Das machen wir dann noch im Nachgang. Die Identifikation brauchen wir eigentlich jetzt auch nicht, die Benutzer-ID. Da habe ich auch ehrlich gesagt noch nie was gemacht. Kompatibilität ist für uns momentan auch nicht relevant. Manuelle CVs, ja, da könnte ich jetzt die manuellen CVs eingeben. Wichtig ist für uns jetzt wieder die Motorsteuerung oder die Motoreinstellung. Hier können wir jetzt das Fahrverhalten von der Lok beeinflussen. Einmal kann ich hier die Minimalgeschwindigkeit einstellen. Sollte jetzt trotz Lastregelung eure Lok auf Fahrstufe 1 nicht anfahren oder beim Fahren ruckeln, dann müsst ihr eben die Minimalgeschwindigkeit erhöhen. Genauso gut, kann ich hier die Maximalgeschwindigkeit begrenzen. Logisch, wenn ich jetzt ein Fahrzeug habe, das in der Realität, sage ich mal, Höchstgeschwindigkeit 80 km/h schafft und mein Modell mit 300 km/h über die Anlage bläst, dann ist das jetzt, sage ich mal, nicht gerade schön. Und da kann ich halt hergehen und kann sagen, ich nehme jetzt die Maximalgeschwindigkeit zurück, dass einfach mein Zug bei der höchsten Fahrstufe eben dann nur die 80, 90 km/h oder und so weiter halt einfach fährt. Das kann ich hier bei der Maximalgeschwindigkeit machen. Da bei mir das Modell wirklich schon sehr, sehr schnell ist, gehe ich hier schon mal ein bisschen zurück. Ja, also was heißt ein bisschen, schon mal ziemlich zurück. Das weitere Feintuning von der Maximalgeschwindigkeit, das mache ich dann immer erst später, wenn ich die Lok sowieso am PC einmesse. Ja,
dann sehe ich ja sowieso über die Messsensorik vom PC, sehe ich dann später, wie schnell ist denn mein Zug eigentlich. Und wenn der dann immer noch zu schnell ist, dann gehe ich da nochmal her und regel da einfach nochmal nach. Ja, deshalb momentan drehe ich das einfach mal ein bisschen runter und hoffe, dass es passt. Und alles andere mache ich dann später sowieso. So. Dann haben wir hier die Lastregelung. Das ist wirklich ein wichtiges Kapitel, ja, weil da kann ich halt wirklich auch nochmal das Fahrverhalten von der Lok massiv beeinflussen. Ja. Je besser ich die Lastregelung hier einstelle, desto feinfühliger und besser läuft eben meine Lok. Bevor wir jetzt aber zur Lastregelung kommen, tue ich erstmal die ganzen momentanen Einstellungen, die ich bis jetzt vorgenommen habe, die tue ich jetzt erst einfach mal alles in den Decoder übertragen. Das geht ganz einfach, indem ich hier oben auf Decoder-Daten schreiben gehe. Ja. Dauert eigentlich nicht lange, schon ist alles drüben. Kommen wir als erstes zu der Regelungsreferenz. Was ist das? Die Regelungsreferenz kann ich relativ einfach feststellen, ob die passt, indem ich einfach mal mein Fahrzeug beschleunige und gucke, ob nach 3/4 des Reglers, ja, also wenn ich jetzt hier in meinen Führerstand gehe und 3/4, das wäre hier der obere Bereich, sage ich einfach mal, wenn ich jetzt hierher gehe und mich da drin bewege und dann meine Lok keine sichtbare oder hörbare Geschwindigkeitsveränderung mehr aufweist, dann weiß ich einfach, dass meine Regelungsreferenz zu hoch ist und dann muss ich diesen Wert einfach verkleinern. Andersrum, wenn ich der Meinung bin, bei voll aufgedrehtem Regler, meine Lok fährt viel zu langsam, dann muss ich den Wert erhöhen. Das werden wir jetzt auch einfach mal machen. Ich will jetzt keinen Sound. Dann gehen wir einfach mal her und gehen einfach mal in den Bereich hier oben rein. Oder gehen wir mal bis hierher. Genau, bis hierher. Bei 20. Das kommt auch gut hin. Und jetzt gucken wir einfach mal, ob hier sich noch was verändert. Sieht eigentlich nicht schlecht aus, finde ich. Dennoch würde ich sagen, ein kleines bisschen reduzieren würde ich das Ganze. Es ist in den oberen Bereichen schon noch ein kleines bisschen, da ist vielleicht noch ein kleines bisschen Luft. Deshalb gehen wir jetzt einfach mal her und tun die mal auf 12 Volt runtersetzen im Prinzip. So. Oder machen wir mal, ja. Genau, machen wir mal 12 Volt. Das Ganze schreiben wir wieder rein. Und testen das Ganze wieder. Ich finde, so ist es wesentlich besser. Regelreferenz wird somit eingestellt. Ja, also ich sag mal, das, was ich jetzt gemacht habe, ist vielleicht ein bisschen arg penibel gewesen. Es wäre mit den 13 Volt auch gegangen, aber ich will es euch ja zeigen, wie man es richtig macht oder wie es am optimalsten ist. Dann haben wir den Regelparameter K. Der Regelparameter K gibt eigentlich Aufschluss darüber, wie stark mein Decoder den Motor nachregelt bei einer Abweichung. Ja? Und je höher der Wert ist, desto stärker regelt halt bei einer Abweichung der Decoder den Motor nach. Wenn ihr jetzt das Fahrzeug in den unteren Fahrstufen laufen lasst und dabei merkt, dass das Fahrzeug ruckelt, also nicht rund läuft, sondern ein bisschen ruckelt, dann ist der Wert zu hoch und dann solltet ihr den Wert etwas runternehmen. Ich persönlich mache immer noch folgende Prüfung, und zwar höre ich mir einfach an, wie sich der Motorlauf anhört. Läuft der ruhig oder eher rau? Deshalb
höre ich mir das einfach mal an jetzt, weil ich sehe es ja hier nicht auf dem Prüfstand. Ich höre mir das einfach mal an, wie der Motor klingt und tue dann eventuell das Ganze noch ein bisschen nachjustieren. So, da gehe ich jetzt einfach mal hier rein und gehe einfach mal so auf, ja, 10. So, und jetzt kann ich auch mal da unten reingucken. Und ich würde sagen, man merkt es, der sollte mal, ich würde sagen, der läuft ein bisschen arg, ja, ruckartig oder halt auch ein bisschen rau. Daher gehe ich jetzt einfach mal her und nehme mal da einfach mal so 5 Werte einfach mal zurück. Gehe da einfach mal auf 45, übertrage das Ganze in den Decoder und dann probieren wir das Ganze wieder aus. Ich weiß nicht, ob man das jetzt auf dem Video hören kann, aber ich finde, er läuft jetzt wesentlich ruhiger. Ja, man kann jetzt auch noch mal probieren, da nochmal 5 runterzunehmen. Ja, also das ist halt wirklich ein Geduldsspiel. Ja, also da muss man halt einfach wirklich ziemlich viel probieren. Also ich finde, so klingt er sogar noch besser. Deshalb lasse ich das Ganze mal so. So, dann sind wir auch schon mit dem Regelparameter K fertig. Kommen wir auch zum Regelparameter I. Bei dem Regelparameter I kann ich jetzt die Trägheit von dem Motor einstellen. Ja? Klar, je größer mein Motor ist, ja, also je größer mein Motor da drin in der Lok ist, desto mehr Masse hat ja mein Motor. Je größer die Masse ist, die ich in Bewegung setze, ja, desto langsamer reagiert die ja auch auf Veränderungen. Ja? Ist ja logisch. Und wenn ich jetzt halt einen relativ großen Motor habe, womöglich noch mit einer Schwungmasse, ja, der reagiert natürlich viel, viel träger auf eine Änderung, wie jetzt ein Motor, der relativ klein ist und keine Schwungmasse hat. Ja, der reagiert natürlich viel, viel schneller auf irgendeine Veränderung, die er vom Decoder kriegt, wie jetzt dieser große Motor. Ja, weil der große Motor hat aufgrund seiner gespeicherten Bewegungsenergie ja noch so viel Trägheit, dass er da erst eine Zeit braucht, bis er da überhaupt reagiert. Und deshalb kann ich halt hier bei dem Regelparameter I jetzt einstellen, wie träge ist eigentlich mein Motor. Ja? Ja, und den Wert soll ich halt immer dann verändern, wenn meine Lok im unteren Drittel, also meist im unteren Drittel Sprünge macht, oder sage ich jetzt einfach mal kurz vorm Stillstand. Das habe ich auch schon erlebt, dass es manchmal Loks gibt, wenn die kurz vorm Stillstand sind, auf einmal machen die nochmal so einen Zucker. Wenn das der Fall ist, dann sollte man den Wert auf jeden Fall bei einem großen Motor verringern und bei einem kleinen Motor erhöhen. So, jetzt gucken wir uns einfach mal an, wie sich mein Motor hier im unteren Drittel verhält. Ja, läuft der jetzt halt rund oder läuft er unrund? Ich würde sagen, ja, man könnte den Wert vielleicht ein kleines bisschen erhöhen. Schauen wir doch einfach mal. Was passiert, wenn ich jetzt hier zum Beispiel einfach mal 5 einstelle? Also meistens sind so die 5er Schritte, das ist so das Optimale, was man einfach mal hochgeht. Und dann testen wir das Ganze wieder. Ich würde sagen, ja, das ist in die falsche Richtung. Wir müssen eher nach unten.
sagen, wir gehen mal noch ein Stück nach unten. Ich kann mich immer nur wiederholen, ihr seht, das ist einfach eine Geduldssache. An dieser Stelle speichere ich jetzt meine ganzen weiteren Versuche und zeige euch gleich das Ergebnis. Nachdem ich jetzt alles durchprobiert habe, noch weiter runter und auch nochmal in die andere Richtung nach oben gegangen bin, habe ich halt festgestellt, dass wirklich bei der Werkseinstellung von 100, also den 200 Millisekunden, dass da wirklich der Motor doch am allerbesten läuft. Von daher lasse ich jetzt den Regelparameter Wert I einfach wieder auf dem Wert. Also auch daran könnt ihr sehen, manchmal meint man vielleicht, ja, ich muss es doch ein bisschen einstellen. Auf einmal merke ich, nee, ich bin komplett auf der falschen Fährte, dann muss ich es halt doch wieder zurückstellen auf den Ausgangswert. Ne? Also bei mir war es jetzt halt so, also bei dem Wert ist es jetzt doch am besten. Dann kann ich hier bei Langsamfahrten, kann ich nochmal den Parameter Car-Slow nochmal ein bisschen verändern. Ich muss ehrlich sagen, da habe ich bisher noch nie was gemacht. Da sind die Werkswerte wirklich so gut, die lasse ich einfach immer. Ja. Und auch die Einstellungen für die EMK-Messung, das ist wirklich nur im Ausnahmefall, wo ich hier Veränderungen machen kann und muss. Ja, also ich habe es bis jetzt wirklich noch nie gebraucht. Ihr könnt auch sehen, hier gibt es auch eine Möglichkeit, dass ich die Lastregelung anhand voreingestellter Motortypen konfiguriere. Ja. Kann ich mal drauf gehen, da hat dann ESO ein paar Standardmotortypen schon hinterlegt, wo er dann quasi die ganzen Werte übernimmt. Wie ihr sehen könnt, ja, alles wunderbar, bloß halt mein Rocco-Motor ist da nicht dabei. Darum bringt mir das Ganze hier nichts, also brauche ich hier auch nichts auswählen, gehe ich hier direkt wieder auf Abbrechen. Ansonsten, wenn ich natürlich eine Märklin-Lok habe, ist das natürlich ein willkommenes Hilfsfuture. Dann kann ich mir teilweise die Einstellungen, die ich eben oben gemacht habe, sparen. Auch die Pulsfrequenz, sage ich mal, bei den 40 Kilohertz, bei den 40.000 Hertz, also 40 Kilohertz, die kann ich dort lassen. Da brauche ich gar nichts zu ändern. Ja. So, ja, dann sind wir hier eigentlich hiermit schon fertig bei der Motoreinstellung. Sonderoptionen, ja, da kann ich jetzt sagen, welche Protokolle versteht der Decoder. Ja, also welche Protokolle lasse ich zu bei dem Decoder. Lasse ich eigentlich alles aktiv, weil warum soll ich da jetzt ein Protokoll deaktivieren? Theoretisch, da ich nur DCC fahre oder MFX, könnte ich die anderen zwei Protokolle deaktivieren. Aber naja, warum soll ich sie deaktivieren? Ich kann sie ja einfach lassen. Auch hier könnt ihr jetzt nochmal sagen, speichere mir den Zustand der Funktionstasten und speichere mir die aktuelle Sollgeschwindigkeit. Hat dann den Vorteil, hat den Charme, wenn ich jetzt eine Stromunterbrechung auf der Anlage habe oder den Zug von der Anlage nehme und stelle den wieder irgendwo drauf, dann habe ich genau dann fährt die Lok mit der gespeicherten Sollgeschwindigkeit einfach wieder weiter. Ich persönlich benutze es nicht. Für mich ist halt wichtig, meine Anlage, meine Gleise müssen sauber sein und dann habe ich auch kein Problem mit, dass bei der Stromunterbrechung, dass ich hier die Daten speichern muss. Jetzt kommen wir langsam in Bereiche bei dem Decoder, wo es wirklich richtig tricky wird und wo ich wirklich sehr genau wissen muss, was ich tue. Das ist einmal die Soundeinstellung. Ja, hier kann ich unterschiedliche Einstellungen vornehmen, wie Gesamtlautstärke, die Reduzierung bei Soundfader. Also ich kann sagen, über eine Funktionstaste reduzieren wir die Soundlautstärke. Ja, das kann ich hier einstellen. Ich kann ja auch die Einschaltschwelle für die Bremsgeräusche und die Abschaltschwelle beeinflussen. Das ist alles noch relativ einfach. Jetzt kommen wir zu den Sound-Slot-Konfigurationen. Da muss ich sagen, den oberen Bereich lasse ich auch mal wieder weg. Hier habe ich auch noch nie eine Änderung vorgenommen, außer das, was vom Hersteller, also vom Projektentwickler vorgegeben wurde. Interessant ist der untere Bereich, hier die Sound-Slot-Einstellungen, weil hier kann ich halt wirklich nochmal ein bisschen das Soundverhalten von der Lok extrem anpassen. Ja, ich kann hier einmal die Lautstärke jedes einzelnen Soundslots verändern. Ja, das ist halt nochmal der Unterschied zu dem hier. Hier kann ich die Gesamtlautstärke vom Decoder verändern.
Heißt, wenn ich die Lautstärke runternehme, dann sind halt aber auch alle Geräusche nie leiser. Ja? Aber manchmal ist es ja vielleicht so, ich habe ein Geräusch, ein einziges Geräusch, das mir einfach zu laut ist, aber der Rest passt ja. Und dann muss ich das halt hier in den Sound-Einstellungen machen, in den Soundslot-Konfigurationen. Hier kann ich wirklich jeden einzelnen Soundslot in der Lautstärke anpassen. Und das sieht man ja auch hier sind teilweise wirklich ganz niedrige, also schon niedrige Werte drin für verschiedene Sachen. Ja, angenommen, mir ist die Pfeife zu laut bei dem Teil, dann gehe ich halt einfach her und regel das hier halt herunter. Ne? So, ich lasse das jetzt aber mal bei 100. Natürlich kann ich halt auch noch sagen, ja, wie schnell das Ganze abgespielt werden soll, minimal und maximal. Dann sucht der Decoder halt, wenn es da unterschiedliche Werte gibt, dann sucht der Decoder halt da sich was raus. Ne? Kann ich hier auch noch beeinflussen und kann halt jetzt sagen, ja, wann soll er das abspielen? Soll er es einfach immer abspielen, wenn ich die entsprechende Funktionstaste dann betätige? Oder brauche ich zumindest mal ein Fahrgeräusch dazu? Ja, weil viele Funktionen, machen halt nur Sinn, wenn die Fahrgeräusche aktiv sind. Ja? Also wenn ich den Fahrsound aktiv habe. Ja? Zum Beispiel hier so ein Richtungsumschalter. Ja? Macht relativ wenig Sinn, wenn er den Sound abspielt, wenn das Fahrgeräusch nicht aktiv ist. Das kann ich hier quasi auch nochmal in den Sound-Einstellungen verändern, anpassen. Und deshalb, also hier kann ich wirklich wahnsinnig viel nochmal rumexperimentieren und meine Soundkonfiguration wirklich sehr, sehr individuell anpassen. Da gehe ich jetzt auch nicht auf alles, ich mache jetzt nicht alles einzeln durch, weil das macht ja relativ wenig Sinn. Ein letztes Thema, was ich euch jetzt unbedingt noch zeigen möchte, ist die Königsdisziplin eines Decoders, gerade bei Sound. Und zwar sind das die Funktionsausgänge und die Funktionszuordnung. Manche bezeichnen das Ganze auch als Function Mapping. Ja? Während die Funktionseinstellungen noch relativ einfach sind, hat das Function Mapping es wirklich in sich. Ich habe hier einmal meine Funktionsausgänge. Hier kann ich jetzt die einzelnen Funktionsausgänge, denen kann ich auch nochmal Namen geben. Ja? Habe hier mein AUX 1, mein Licht vorne 1, mein Licht hinten 1. Warum ich Licht vorne 1 habe, 2 habe und Licht hinten 2, weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Ich habe es bis jetzt noch nie gebraucht. Aber die zwei halt, hier kann ich den Modus dann einstellen. Hier habe ich relativ viele Modien, die meinen Funktionsausgang dann simuliert. Ja, in der Regel ist es eigentlich dimmbares Licht, ausblenden. Hier kann ich auch noch die Helligkeit ein bisschen beeinflussen, wenn ich jetzt merke, ja, ich habe da zwar einen Widerstand drauf, aber meine Lampe ist immer noch extrem hell. Dann kann ich die hier mit dem Dimmer noch mal ein bisschen runternehmen, mit der Helligkeit noch mal ein bisschen runterfahren. Ja. Dann haben wir hier Licht hinten, haben wir hier AUX 1. An AUX 1 hängt bei mir in dem Fall die Innenbeleuchtung. Dann kann ich hier zum Beispiel reinschreiben Innenbeleuchtung. Ja, sehen wir nämlich gleich nachher, warum das vielleicht manchmal nicht ganz unwichtig ist. Ja, und hier mache ich jetzt kein dimmbares Licht, sondern ich sage, ich habe hier zum Beispiel Neonleuchten. Dann mache ich hier Neonlicht und kann hier auch wieder eine Startzeit machen. Das sagen wir mal 20. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was jetzt 20 ist genau, aber das werden wir dann ausprobieren. So, dann haben wir AUX 2, ist bei mir nicht verwendet. AUX 1, 2, Quatsch, AUX 2 brauche ich auch nicht. AUX 3 wird bei mir verwendet. Das müsste Licht hinten weiß sein. So, und AUX 4 wird bei mir auch verwendet. Das ist Licht hinten rot. Jetzt fragt ihr euch mit Sicherheit, Moment mal, spinnt er jetzt gerade? Oder was ist jetzt los? Weil normal ist doch meine Stirnbeleuchtung hier, die mache ich doch auf F0 mit einem Lichtausgang. Jein. In der Regel
mache ich das auch und das funktioniert auch wunderbar. Es gibt ja aber auch Situationen, zum Beispiel bei vielen Loks, dass ich ja, sage ich mal, wenn ich die Lok alleine fahre, dann brauche ich ja hier vorne weißes Licht und hier hinten rotes Licht. Hängt jetzt aber ein Zug an der Lok dran, ja, dann ist ja eigentlich das rote Licht hinten an der Lok aus, weil das ja am letzten Wagen dann quasi das rote Licht ist. Genauso hier, ich will das Fahrzeug einmal mit und einmal ohne Anhänger fahren. Ja, und wenn ich ohne Anhänger fahre, brauche ich ja hinten das rote Licht, beziehungsweise im umgekehrten Fahrbetrieb brauche ich hier das weiße Licht. Ja, und wenn der Anhänger dran ist, dann ist ja die Beleuchtung am Anhänger. Dann darf die hier nicht funktionieren. Deshalb habe ich auch beim Platinen-Layout-Design habe ich beide Lichtseiten schon getrennt an unterschiedliche AUX-Ausgänge gehängt. Ja? Damit ich nämlich über eine Funktionstaste jeweils eine dieser beiden Seiten, beziehungsweise theoretisch müsste ja bloß die hier sein, ne? Aber dass ich mit einer zusätzlichen Funktionstaste kann ich eine Seite des Führerstandes komplett stumm schalten. Und genau das werde ich euch heute auch noch zeigen, wie man das Ganze in den Function Mapping abbilden muss. Aber die Grundvoraussetzung ist nämlich eben dann, dass beide Seiten an separaten AUX-Ausgängen hängen. Ja, weil sonst funktioniert es nicht. Das ist schon mal wichtig. Aus dem Grund habe ich hier nämlich nochmal ein zusätzliches Bauteil drauf, weil über die Schnittstelle kommen nämlich die AUX 3 und AUX 4 Ausgänge nur als Logikausgänge und die bringen mir natürlich da nichts. Deshalb habe ich hier nochmal ein zusätzliches Bauteil drauf gemacht, das aus den Logikausgängen Leistungsausgänge macht. Wer das Ganze nicht machen will, dann muss er halt hier hinten an diesen Lötpads von dem Decoder, da sind nochmal verstärkte Funktionsausgänge abgebildet. Dann müsste ich halt ja hinten die Kabel anlöten. Ja, ich habe mich halt jetzt für den Weg entschieden. Und aus dem Grund habe ich jetzt halt hier bei mir bei AUX 3 Licht hinten weiß und Licht hinten rot eingetragen. Kommen wir jetzt endlich zur Funktionszuordnung bzw. zum Function Mapping. So, das Ganze sieht hier so aus und als erstes, wenn man das Ganze mal sieht und sich noch nie damit auseinandergesetzt hat, denkt man, um Gottes Willen, was ist denn das alles? Also so geht es eigentlich jedem, wenn er die Tabelle sieht und dann guckt und denkt, aha, alles klar. Dabei im Endeffekt, wenn man sich da mal ein bisschen mit beschäftigt hat, merkt man ganz schnell, es ist eigentlich gar nicht so kompliziert, wie es aussieht. Und genau in dieser Tabelle kann ich jetzt auch einstellen, wenn ich jetzt eine Funktionstaste drücke, dass quasi mein Führerstand hier vorne oder hinten dunkel wird. Das Problem bei dem Decoder ist leider nur, dass eben bis F29 hier alles schon belegt ist, ja, von den Funktionen. Ja, also der Sounddecoder hat halt schon mal viele Funktionen, ne? Und das Ganze hier ist alles schon durchbelegt und ich hätte jetzt frühestens die Möglichkeit, diese Stummschaltung oder diese Dunkelschaltung auf F30 zu hängen. Das ist mir natürlich viel zu weit hinten. Deshalb werde ich jetzt erstmal hergehen und wer hier am Decoder ein paar Funktionen, die ich jetzt nicht so brauche, wie zum Beispiel Schienenstöße und so weiter, die werde ich jetzt einfach erstmal umswitchen, ein bisschen nach hinten hängen und danach sehen wir uns dann wieder. Beziehungsweise ich kann euch ja einmal zeigen, wie sowas funktioniert, dass ich jetzt hier quasi sowas nach hinten hänge. Ich gehe dann einfach her und sage hier unten, ja, das ist meine F30 zum Beispiel. Dann gehe ich hierher und sage F30 an. So, dann steht hier F30 drin. Und jetzt sage ich hier hinten, mein Soundslot wäre jetzt Schienenstöße. Dann gucke ich hier hinten, wo ist mein Soundslot Schienenstöße und aktiviere den. Und das ist eigentlich schon alles. Jetzt kann ich, wenn ich die F30 drücke, würde er die Schienenstöße aktivieren. So, jetzt nehmen wir natürlich bei der F20 den ganzen Kram heraus. So, jetzt wäre quasi bei der F20 wäre natürlich hier leer.
So, und so werde ich jetzt halt einfach mal hergehen, werde hier einige Funktionen ein bisschen umswitchen, nach hinten schieben. Und wenn ich das alles gemacht habe, dann sehen wir uns wieder. Wie ihr seht, habe ich jetzt hier ein bisschen was nach hinten geschafft. Ja, also ein paar Funktionen weiter hinten belegt, damit ich eben hier noch ein bisschen was frei kriege. Und jetzt erzeugen wir das individuelle Function Mapping für diese besondere Lichtsteuerung. Ihr seht ja hier oben, das ist eigentlich die Standardkonfiguration jetzt, ja, dass ich sage, Licht vorne und Licht hinten. Ja, und wenn ich das jetzt einfach so lasse, dann geht eben hier nur die Beleuchtung auf einer Seite. Das können wir uns jetzt auch einfach mal angucken, indem ich einfach mal hier auf den Führerstand gehe und jetzt mal das Fahrzeug einschalte. Und wenn ich jetzt die Beleuchtung aktiviere, dann sehen wir zwar, ich drehe jetzt das Teil mal, hier habe ich jetzt eine rote Schlussbeleuchtung, aber hier vorne ist alles dunkel, Fehlanzeige. Ne? Genauso, wenn ich jetzt die Fahrtrichtung ändere, habe ich hier weiß, aber hier noch lang kein Rot. Ne? Und jetzt müssen wir erstmal sagen, jetzt machen wir als erstes mal die Basis, dass nämlich quasi hier die Beleuchtung richtig funktioniert. Ne? Also dass wir zumindest mal den Lichtwechsel hier haben. Das machen wir jetzt mal als allererstes. Und dazu müssen wir einfach nur hier rein, gehen jetzt hier rein und sagen, okay, vorwärts F0, Licht vorne 1 und Licht hinten rot. So, einfach nur indem wir jetzt sagen, okay, die Funktion F0 in Fahrtrichtung, in der Abhängigkeit Fahrtrichtung vorwärts schaltet den Ausgang und den Ausgang. Mehr ist es jetzt erstmal nicht. Ne? Und das Ganze machen wir auch bei Licht hinten. Da sagen wir noch zusätzlich den Ausgang. So, das Ganze übertragen wir jetzt wieder in den Decoder. Und jetzt schauen wir uns das Ganze nochmal an, was jetzt passiert. Go. Go. Und jetzt sehen wir plötzlich, ich habe meine Lichtfunktion an. Hier vorne ist weiß und hier hinten ist rot. Und wenn ich die Fahrtrichtung tausche, habe ich hier weiß und hier hinten rot. So wie wenn ich das quasi an einen und den gleichen Ausgang hänge, haben wir es jetzt wieder mit getrenntem Ausgang. Jetzt habe ich aber gesagt, ich möchte ja, dass ich mit einer zusätzlichen Funktionstaste sagen kann, schalt mir diese Seite komplett dunkel oder schalt mir diese Seite komplett dunkel. Ne? Und das müssen wir jetzt eben noch machen. Und wie kriegen wir das hin? Das ist nichts einfacher als das. Jetzt gehen wir nämlich wieder in die Function Mapping und sagen einfach, wir machen hier mal eine zusätzliche Bedingung, legen hier mal eine zusätzliche Bedingung fest und sagen Log Richtung vorwärts F0 an und F7 an. Zum Beispiel. Jetzt legen wir die Bedingung fest und dann sagen wir hier zum Beispiel Licht vorne 1. Das wäre jetzt mal die erste Bedingung. Dann machen wir die nächste Bedingung gleich noch hinterher. Sagen nämlich rückwärts F0 an und F7 an. Und sagen hier Licht hinten 1. So, die zwei Sachen legen wir fest. Jetzt haben wir schon mal festgelegt, dass in den Bedingungen, die Lok hat Fahrtrichtung vorwärts. Ich habe die Funktionstaste F0 an und habe die Funktionstaste F7 an. Dann soll er das hier schalten. Ja, dann soll er den Ausgang aktivieren. Problem ist aber nach wie vor, ich habe ja hier oben drin stehen, vorwärts F0 macht die beiden Ausgänge an. Ja, also würde theoretisch das hier jetzt erstmal das überspringen. Deshalb muss ich jetzt hier oben hergehen und sagen, vorwärts F0
und nicht F7, indem ich sage F7 aus. Ja, dann würde quasi das hier nur gehen, wenn die F0 an ist, und sobald die F7 aus ist, nimmt er nicht mehr das, sondern nimmt das hier. Und da unten müssen wir das gleiche nochmal machen, indem wir nämlich hier reingehen und sagen rückwärts F1 und nicht F7. Ja. So, und jetzt gucken wir uns das mal an, was nämlich jetzt passiert, wenn wir jetzt die F7 drücken. Natürlich erstmal wieder in den Decoder schreiben. Ne? Aktuell habe ich nur die F0 an, das Licht an, und wir sehen, nach wie vor ist hier weiß und hier rot. Und jetzt aktivieren wir einfach mal die F7 und wir sehen, hier passiert erstmal nichts, aber hier ist das Licht aus. Und mache ich die F7 wieder raus, geht hier wieder mein weißes Licht an, und mache ich hier die F0 aus, ist sowieso aus. Schalte ich jetzt die F7 ein, geht natürlich kein Licht an, da ja meine eigentliche Lichttaste noch nicht aktiviert ist. Erst wenn ich das hier wieder aktiviere, geht in dem Fall hier hinten wieder nur die rote an. Ja? Und ändere ich hier die Fahrtrichtung, habe ich hier weiß und hier hinten ist nach wie vor alles dunkel. Das ist im Prinzip die ganze Magie oder die ganze Hexerei von dieser Function Mapping. Ja? Hört sich alles wahnsinnig kompliziert an. Wenn man sich aber mal ein bisschen damit beschäftigt, merkt man gleich, naja, so kompliziert ist es nicht. Dennoch ist und bleibt einfach die Königsdisziplin von der Decoder-Konfiguration. Ja, es ist sogar noch komplizierter, wie die Lastregelung einzustellen. Ich kann da wirklich richtig abartige und aufwendige Function Mappings erstellen. Ne? So. Jetzt haben wir es natürlich erreicht, dass es auf der einen Seite geht. Ich will sie aber auf der anderen Seite auch noch abschalten können. Ja? Und das will ich über die F8 machen. Darum muss ich das ganze Schauspiel jetzt auch noch mit der F8 machen. Muss auch hier wieder reingehen, muss sagen, Log Richtung vorwärts, F0 an und F8 an. Ja. Dann soll er nämlich machen Licht hinten rot. So. Und im nächsten sage ich noch Log Richtung rückwärts, F0 an und F8 an. Ja. Und hier Licht hinten weiß. Jetzt könnte man meinen, naja, wir sind fertig, ne? Ja. Wenn ich das hier so übertrage, dann wird es mit Sicherheit nicht funktionieren. Weil ich habe jetzt zwar hier die F8 drin, aber hier oben fehlt mir eben die F8 noch. Wenn ich das hier unten eintrage, muss ich hier oben nämlich dann nochmal zusätzlich hergehen und muss sagen, F8 aus. Und hier auch F8 aus. So. Nur wenn ich das hier alles so reinschreibe, dann funktioniert es wirklich zu 100% so, wie ich es möchte. Das übertragen wir jetzt nochmal und gucken uns das Ganze nochmal an. Go! Ich mache erstmal alles wieder raus. Wir sehen rot, weiß. Mache ich die F7 an. Geht hier das Licht aus. Ich habe hier noch mein Licht. Mache ich die F7 raus und mache die F8 zum Beispiel rein. Ist jetzt hier das Licht aus. Und hier ist mein rotes Licht. Wechsle ich die Fahrtrichtung. Habe ich hier weiß und hier ist dunkel. Ich kann natürlich jetzt auch beide F7 und F8 einschalten, dann geht natürlich gar nichts mehr. Ne? Das geht natürlich auch, macht halt relativ wenig Sinn. Ne? Aber theoretisch würde das Ganze funktionieren. Aber so habe ich jetzt das Ganze hingebracht, dass ich
einfach mit einer zusätzlichen Funktionstaste eine Seite des Führerstands, eine Stirnbeleuchtungsseite des Führerstands einfach dunkel schalten kann. So einfach ist es eigentlich. Somit haben wir jetzt endgültig den kompletten Decoder programmiert, also die Sounddatei programmiert und auch komplett konfiguriert, so wie wir es möchten. Ach, seht ihr, eins wollte ich euch nochmal zeigen kurz. Das Innenbeleuchtungsflackern, also das Einschalten von der Innenbeleuchtung, das habe ich noch komplett vergessen. Das zeige ich euch jetzt nochmal kurz. Ich gehe nochmal kurz in den Führerstand und drücke einfach mal kurz die Innenbeleuchtung. Es sieht schon geil aus, oder? Also muss ich schon sagen, das sieht schon ein bisschen geil aus. Da ärgert es mich jetzt ehrlich gesagt, dass ich die LEDs von der Innenbeleuchtung nicht an mehrere Ausgänge gehängt habe, weil dann hätte man da auch nochmal ein bisschen so eine abwechslungsreichere Flackern hingebracht. Aber gut, das nächste Mal kann ich das ja dann machen. Ne? Ja, das wollte ich euch noch zeigen. Aber jetzt endgültig sind wir auch am Ende des heutigen Videos angelangt. Ich muss sagen, es war auch wieder mal ein bisschen länger, wie ich eigentlich gedacht habe. Aber dennoch hoffe ich, dass euch dieses Video wirklich gefallen hat. Und wenn es euch gefallen hat, gebt mir gerne wieder den Daumen nach oben. Vergesst auch nicht, weiterhin eifrig meinen Kanal zu abonnieren. Und ansonsten wünsche ich euch wieder eine gute Zeit und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Euer Björn.